Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und damit geht es natürlich weiter im Rahmen unserer Wien-Reise. Wir sind beim legendären Restaurant Grätzl-Heuriger. Grätzl-Heuriger, schreibt es mal in die Kommentare, wie man es genau ausspricht. Ansonsten natürlich sorry dafür. Aber der Grund, der natürlich viel wichtiger ist, warum wir heute hier sind, den erfahrt ihr jetzt. Wir gehen rein. Let's go! Meine Lieben, das Wetter wird schön. Wir haben die Sonne mit nach Wien gebracht. Oder ich sag mal, Wien hat uns ordentlich begrüßt. Wir sind im Grätzl-Heuriger. Der Grund? Ganz einfach. Hier gibt es die legendären Pfandl. Sei es Schnitzel, sei es Schweinsbraten, Käsepfandl oder auch, ich glaube, Knödelpfandl. Aber wir werden uns natürlich auf so diese typischen Wiener Schnitzel konzentrieren. Ob das Ganze natürlich Wiener Art oder wirklich Wiener Schnitzel sein wird, werden wir sehen. Auf jeden Fall XXL für mehrere Personen. Und was ich euch jetzt noch zeigen kann, die legendäre Schnitzelpfandl mit übergreifend TikTok und Insta. 5 Millionen Aufrufe, absoluter Wahnsinn. Das Ding sieht aber auch wirklich brachial aus, da muss man ehrlicherweise sagen. Mehrere Schnitzel getürmt. Wie gesagt, was alles dabei ist, das werden wir natürlich jetzt erfahren. Wir werden nämlich wieder hier im klassischen Format eine riesige Bestellung, die größte Bestellung, die natürlich hier möglich ist, aufgeben. Und die wird wahrscheinlich dieses Pfandl sein. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht, wie groß das Ganze wird und wie es vor allem schmeckt. Meine Lieben, ich würde sagen, wir suchen uns ein schönes Plätzchen, einen ruhigen Ort und lassen uns ordentlich mit Wiener Kost XXL verwöhnen und natürlich auch einlassen. Halleluja! Dankeschön, ey! Was ist das denn? Zum allerersten will ich der Höflichkeit erstmal sagen, hallo Liebe. Hallo, Lucia. Lucia? Genau. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Du bist die Geschäftsführerin, die Inhaberin hier vom Grätzl-Heuriger. Grätzl-Heuriger, ist das übrigens richtig ausgesprochen? Stimmt, ja. Okay, stimmt. Also habe ich mich doch ganz gut angestellt. Ja. Worauf ich mich gerade auch hoffentlich ganz gut anstelle oder ich bin ein bisschen sprachlos auch, Ja. ist tatsächlich das, was ich jetzt hier auf TikTok, auf Instagram schon gesehen habe, die Schnitzelpfandl. Genau, ja. Was haben wir hier für ein geiles Gericht, für ein Apparat? Also wir haben 2 Cordons, Ja, gefüllt mit Käse. ja, Cordon Bleu, das kenne ich noch von zu Hause, ja. Genau dann. 4 Stück Wiener Schnitzel vom Ja. Strauchschwein. Ja, das heißt, Das heißt, das ist eine bessere Art vom Schwein. okay, weil ich kenne tatsächlich immer nur Strauchschwein, dieses, genau, ja. ich sag mal, Wiener Schnitzel. Ja. Wie es ja alle immer sagen, ein richtiges Wiener Schnitzel muss Ja. es sein. Oder wie man es ja auch bei uns in Deutschland oft sagt, Schnitzel Wiener Art. Ne, aber das kannte ich tatsächlich noch nicht vom Strohschwein. Dann haben wir aber noch kleinere, wie ich sehe. Das sind also 8 Stück Backhändelstreifen. Backhändelstreifen. Genau, ja. Hört sich nach Hähnchen an. Ist Das so, ist ja. richtig? Ist so, ja. Ich sag mal, in Deutschland wäre es dann auch wieder das Hähnchenschnitzel. Ich finde einfach wieder faszinierend, diese, ich sag mal, Aussprachen, verschiedenen Sachen, kulinarische Reise, geil. Vorne links sehe ich Ketchup als Beilage, richtig? Richtig, Ja. ja. Dann haben wir hier, Erdäpfelsalat. nochmal. Erdäpfelsalat. Ich sag mal so, ich habe auf der Karte ja schon mal nachgeschaut. Kartoffelsalat? Ich habe Kartoffelsalat, sagt man mittlerweile wohl auch in Österreich, aber sag nochmal, wie sagt man es eigentlich? Erdäpfelsalat. Okay, genauso wird es ausgesprochen. Ich kannte es bisher gar nicht, was die Aussprache angeht. Vorne einen Beilagensalat, auf jeden Fall. Mit Gemischten einem Salat, Gemischter ja. Salat mit Dressing. Gurkenrahmdressing. Ja. Und Preiselbeeren dürfen natürlich auch im Schnitzel nicht fehlen. Ne? Genau. Zitronen oben drauf und ich sehe tatsächlich Jede Menge Bratkartoffeln. Jede Menge. Ach, Ja. das heißt, hier unten sehe ich gerade noch, sind jedem. Genau, okay. ja. Weißt du, wie viel das Ich musste ungefähr alles sind? schaffen heute, ja. Ach du Scheiße. Muss? Ich dachte, ich bestelle einfach nur mal das Größte hier. Nein. Ach, Halleluja. Für wie viel ist das normalerweise? Für 3 bis 4 Personen. Okay, kostet wie viel? 100 Euro. 100 Euro für 3 bis 4 Personen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da ordentlich mal 5 bis 6 Personen von satt werden. Ist das eigentlich euer Bestseller? Genau, ja. Ja, ne? Wird oft bestellt. Ich habe auch gerade schon den Leuten erzählt, so 4 bis 5 Millionen Aufrufe, TikTok, Instagram übergreifend immer mal wieder diese Platten, also diese Pfandl, sage ich mal. Ja. Wahnsinn. Was mich ja oftmals interessiert, es ist so ja mit das Größte, was man bestellen kann. Ihr habt ja auch noch so einen Schweinebratenpfandl, ne, was glaube ich auch noch relativ groß ist, Genau, aber ähnlich. Knödelpfandeln. Hat sowas schon mal bei euch einer alleine gestellt, geschweige denn alleine Bis jetzt gegessen? noch nicht, nein. Okay, Bis Leute. jetzt noch nicht. Damit haben wir also schon mal hier unseren Auftrag erfüllt. Challenge bestanden. Wir haben das Größte bestellt für uns alleine. Finde ich sehr interessant und bin gespannt, ja, ob man das überhaupt schaffen kann. Ich bin gespannt. Also, es sieht auf jeden Fall wahnsinnig aus. Aber wenn wir jetzt dabei sind, haben wir uns entschieden, dass wir jetzt einen neuen Challenge machen. Jeder, der das schafft, innerhalb von einer Stunde, bekommt 100 Euro dazu. Und der Schnitzelpfandl ist natürlich auch gratis. Ernsthaft? Das habe ich bei euch auch wirklich noch nicht gesehen.
Also jetzt Das macht man jetzt neu, ja? Jetzt, wo ich hier bin. Ja. Ja, das fällt euch ja früh ein. Da hätte ich mir noch mal überlegt, ob ich dann komme oder nicht. Eine Stunde für das Ding. Genau. 100 Euro und dann das Ding umsonst. Ja, da haben wir mal aus der XXL-Bestellung eine XXL-Challenge gemacht. Ich bin gespannt. Also, ich bin immer optimistisch. Aber ob ich jetzt sagen würde, also ich kann es auch immer schwer einschätzen, ne? Ob man das jetzt in einer Stunde schafft. Also ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Ich freue mich auf jeden Fall, das Ganze nicht nur jetzt mal auf Social Media oft das gesehen oder verlinkt worden zu sein, dank euch, sondern auch mal zu probieren. Und damit, meine Liebe, würde ich sagen, ja, lasse ich nicht zu kalt werden, sondern mach mich ran an die größte Grätzl-Heurer Bestellung, das XXL Schnitzelpfannel. Ich wünsche dir guten Appetit. Dankeschön und viel Glück jetzt wieder, ne? Weil jetzt gibt's tatsächlich auch eine Challenge. Also meine Lieben, damit seht das ist alles angerichtet für unsere XXL Schnitzelpfannel für bis zu 5, 6 Personen oder wie ich jetzt sogar glaube, sogar noch mehr. Halleluja! Also vorhin bereits ja schon vorgestellt, ich komme nicht drauf klar, wie groß, wie gewaltig, wie massiv das Ganze aussieht, aber ich liebe es natürlich auch, wenn das Ganze so Celebration-mäßig, ich sag mal, auf dem Tisch präsentiert wird. Und da hat man natürlich wieder den Faktor Social Media, virale Aufrufe und dafür sind wir natürlich auch hier, um nicht nur das Ganze auf Social Media, sondern natürlich auch persönlich zu testen. Meine Lieben, ihr habt es gehört, bis vorhin gab es hier keine Challenge. Ich bin noch gar nicht mit dem Gedanken der Challenge hier hingekommen. Aber es gibt jetzt hier die 1 Stunde Zeit, die man hat, um das Ganze zu essen, damit man es umsonst bekommt. Dementsprechend würde ich sagen, haben wir uns mal die Stoppuhr präpariert. Wir starten 1 Stunde. XXL Grätzheurer Schnitzel Challenge. 100 Euro winken plus das Essen kostenlos. Meine Lieben, viel Spaß. Let's go. Gehen wir rein da. Ich würde sagen, wie ich es ja auch gerne mache, mit den Beilagen. Wobei, wir haben mehrere Beilagen hier. Ihr wisst ja, gehe ich erstmal in meine schöne, mit Rahmsoße, in den schönen Vorspeisensalat, den wir hier haben. Probieren wir mal. War das richtig? Ja. Oh. Oh. Das, was natürlich direkt auffällt, ist, dadurch, dass die Schnitzel und die Wärmeplatte, weil das Ding ist heiß hier, meine Lieben. Das ist geil. Finde ich heiß. Dadurch, dass das Ding heiß ist, muss man natürlich sagen, wenn ein Beilagensalat dabei ist, wo man jetzt eher davon ausgeht, da kommt so eine frische, kalte Note mit dabei, ist der warm. Hat eine gewisse Note. Ich denke mal, im Sommer könnte man hier und da, wenn man sich so denkt, oh, ich probiere jetzt erstmal, sage ich mal, so einen Beilagensalat, so schön kühl, so ein bisschen getriggert werden, aber geschmacklich mit dem Rahmen ist das geil. Lauchzwiebeln mit dabei, schmeckt super. Dann haben wir Kartoffelbrei, wie ich es auf Deutsch so ganz gerne sage hier. Auch den probieren wir zuerst mal. Oh, schmeckt ganz anders, als ich ihn kenne. Auch mit Zwiebeln, mit Lauch. Oh Leute, der schmeckt ja richtig frisch. Da sind wirklich richtig, richtig schöne Zwiebeln mit dabei. Rote Zwiebeln, dann klar die Kartoffeln. Aber es ist eher schon fast so eine, ich sag mal, Gelee-Konsistenz, wo ich so ein Kartoffelpüree habe ich auch noch nie probiert, nie gegessen in der Richtung, sage ich euch Real Talk. Ich kenne den tatsächlich, weil ich überhaupt kein Kartoffelpüree-Fan, eher von so in Anführungsstrichen Grillpartys etc. pp. War selbst wenn ich irgendwo essen gehe im Restaurant, ich mir niemals einen Kartoffelpüree bestellen würde, weil ich einfach nicht der Fan davon bin. Aber wenn er mal präsentiert oder als Beilage ist, probiere ich ihn, esse ich ihn. Habe ich wie hier tatsächlich so noch nicht gegessen. Wir haben Ketchup dazu. Da würde ich sagen, probieren wir auch unsere erste, ich sag mal, Bratkartoffel von 1 Kilo, die wir hier haben. Erstmal trocken. Geil. Schaut euch mal diese fetten Brummer an Bratkartoffeln an. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher so Fan von, ich sag mal, diese so kleinen, dünneren Bratkartoffeln seid. Die haben natürlich außen einen richtig, richtig schönen, ich sag mal, Geschmack von typischen Bratkartoffeln, aber dadurch, dass sie natürlich dicker sind, sind sie natürlich innen drin noch so ein bisschen weich. Ich würde sie schon fast so eine Art wie so eine Mischung Bratkartoffeln mit normalen Salzkartoffeln, die man halt quasi oder Kochkartoffeln so machen, so, weil man hat halt dadurch außen wirklich wie so das Angebratene und innen drin sind sie weich. Auch da kann ich mir vorstellen, ist halt der Geschmack unterschiedlich. Haben dazu passend Ketchup hier, die kann man natürlich auch gar mit den Bratkartoffeln nehmen. Oder wie man es halt wahrscheinlich klassisch macht, eher so in Kombination natürlich auch mit dem Kartoffelpüree, ne? Geil. Könnte auch tatsächlich so mit dem Salat in Kombination schmecken. Probieren wir mal. Boah, das ist geil. Würde ich jetzt schon, oh, das ist mein Favorite.
würde ich mir jetzt schon tatsächlich so ein bisschen nachbestellen oder mehr sogar bestellen, weil man wie so eine Art Sour Cream durch diesen, ich sag mal, diese Rahmensoße im Salat hat. Ne? Schmeckt geil. Also das mit Gurken noch mit dabei sehe ich gerade, das schmeckt geil. Da kommen die Kartoffeln mit dazu. Aber ich würde sagen, wir gehen in das erste Highlight rein. Unsere erste österreichische Flagge kommt ab. Und damit packen wir uns unser erstes, oh, müssen wir glaube ich hier sogar abreißen. Backfennel, glaube ich, ne? Schnitzel, Hähnchenbackfennel. Hähnchenback, ja. Auf jeden Fall Hähnchenschnitzel, sag ich mal. Boah! Habt ihr gehört, wie crunchy? Alter, hört mal. Alter, wie crunchy ist das denn? Schau euch das Ding mal an. Ich dachte jetzt wirklich, und das meine ich gar nicht beschämend, auch jetzt für den Preis, das könnte schon was Trockenes sein. Boah, ist das geil. Geile Panade. Geil. Boah, bin ich gerade ein bisschen geflasht, sag ich Real Talk. Sag ich schon Real Talk, bin ich gerade ein bisschen geflasht. Ich esse halt selten Schnitzel so, ne? Und das habe ich in der Art und Weise auch noch so groß nie probiert, gegessen. Also, ich meine es jetzt gar nicht abwertend, eher im positiven Sinne. Kann man auch wieder gar nicht mit irgendwelchen aus dem Supermarkt oder so vergleichen, ne? Wir haben auch tatsächlich vorhin gesehen und das wird aufgenommen. Ihr habt es ja auch gesehen, wie das quasi frisch geklopft wurde alles. Probieren es mal mit Zitrone. Geil. Geil. Aber auch hier kann ich mir natürlich mit Ketchup geil vorstellen. Geil. Ich glaube, aber ich sag mal, das kommt natürlich jetzt auch mit dazu, dass ich so, ich sag mal, viel Essen probieren und sowas alles kann. Ich bin ja so ein Soßen-Dip-Fan. Und wenn ich hier teilweise auch mal so 5 bis 10 verschiedene Dips habe, von Trüffel bis Sour Cream bis Barbecue, kann mir vorstellen, ich hätte jetzt hier und da gerne mal so ein bisschen, um einfach die Geschmäcker, meine Geschmackssinne auf verschiedene Varianten zu bringen, einfach probiert. Aber das ist schon geil. Also das Hähnchenschnitzel hat mich jetzt schon überzeugt. Dann hatten wir, glaube ich, 4 Schnitzel, glaube ich, und 2 Cordon Bleus mit Käse. Bin jetzt mal gespannt, wo wir unsere ersten, das sieht so, ich bin mal gespannt, ob das könnte das Normale sein. Reißen wir mal auf, weil in der Mitte müsste ja, wenn dann der Käse kommt, dann ist das wahrscheinlich das Normale. Probieren wir mal. Boah. Alter. Wie geil schmeckt denn das Schnitzel, bitte? Boah. Alter, wie geil ist das denn? Auch hier eine super Panade, ne? Also, kennt ihr das? Wenn zwischendurch diese Panaden so richtig, ich sag mal schon abfallen, Bläschen bilden. Feiere ich manchmal gar nicht so, weil ich habe dann ein Gefühl, dass wenn man es dann isst, hat man entweder Fleisch oder Panade, aber nie in Kombination. Das hier, geil. Auch da muss definitiv Zitrone oben drüber. Machen wir uns hier mal wieder so einen schönen Klecks drauf. Geil. Muss zum Schnitzel dabei. Geil. Also Schnitzel, also, wenn das der Standard in Österreich für Schnitzel ist, kann ich verstehen, warum das Wiener Schnitzel allgemein für Österreich bekannt ist. Geil. Dann müssen wir uns jetzt nur noch mal das Cordon Bleu suchen. Oh, ich glaube, wir haben es gefunden. Es ist nämlich einfach viel dicker. Oh, ich glaube schon, es ist viel dicker. Oh, schaut mal hier. Käse. Mal schauen, wie weit wir es ziehen können. Alter, solange ist mein Arm noch nicht mal, wie weit ich ziehen kann. Was ist das denn? Ich würde es noch gerne mit euch weitermachen, aber irgendwann ist ja Ende im Gelände. Ich kann es noch weiterziehen. Schaut mal, die fahren hier an. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall die längste Käseschicht, die ich bisher hatte. Wie geil ist das denn? Schaut es euch an, meine Lieben. Oh, ist das ehrlich oder ist das ehrlich? Rein da. Boah. Das gab es früher bei mir zu Hause in der Family öfters. Ich weiß, mein Bruder liebt es. Liebe Grüße gehen an meinen Bruder raus. Boah, auch geil. Ja, Leute. Ich meine, was soll man sagen? Wenn man natürlich, also die Haut ist dadurch ein bisschen weicher. Ich denke mal durch den Käse, durch den Kochschinken, der mit dabei ist, der da drin ist. Schaut es euch mal an hier. Der fette Käse, der Schinken. Dadurch ist natürlich die Panade ein bisschen durchgesafteter. Ne? Hat natürlich der Vorteil, wenn man eher auf diese knusprigen Schnitzel steht. Aber geschmacklich mit Käse ist das natürlich Next Level, ne? Also, boah, das ist krass.
Also ich hätte jetzt nicht gedacht, das meine ich wirklich ernst, dass diese Platte neben dem visuellen Erscheinung, geschmacklich und jetzt auch spielerisch so in den Kakao ist. Und jetzt kommt natürlich noch das Highlight. Wir haben natürlich noch unsere Preiselbeeren mit dazu. Auch die probieren wir jetzt mal mit dem Cordon Bleu. Tue ich mich schwer. Schreibt es in die Kommentare. Preiselbeeren, ja oder nein, auf den Schnitzel. Für mich ist das so eine, ich sag mal, manchmal ist bei mir eher so dieses süß oder herzhaft. Oder meistens und nicht dieses Kombination. Tue ich mich schwer mit gerade, weil das nimmt mir so den richtigen, die Preiselbeeren, durch diesen süßen, intensiven Geschmack, nehmen wir natürlich viel Geschmack vom eigentlichen Schnitzel oder jetzt hier Cordon Bleu. Ich werde noch ein bisschen testen. Ich werde auch schauen, ob man das überhaupt in einer Stunde schafft oder allgemein. Aber meine Lieben, damit haben wir alles, glaube ich, soweit durchgetestet. Für mehr als nur gut befunden. Und ich freue mich, das Ganze mit euch jetzt im Livestream oder hier im Video zu genießen. Die größte Bestellung, das haben wir schon geschafft. Also Challenge bestanden. Wir schauen, ob wir hier vorankommen, ob das Ganze auch in einer Stunde möglich ist. Lassen uns gut gehen. Let's go. Es sind schon ordentliche 20 Minuten fast rum und dementsprechend seht ihr das, der Turm, der Spieß, das Pfandl, ist schon ordentlich kleiner geworden, aber wenn ich überlege, dass hier noch 1 Kilo Kartoffeln drunter liegen in dieser ganzen Pfanne, ist es Wahnsinn. Also viele im Livestream haben auch gerade geschrieben, gesagt, schreibt es gerne mal rein, Preiselbeeren ja oder nein. Viele waren für Zitrone ja, Preiselbeeren eher nein. Fand ich interessant. Gehört aber doch immer meistens so mit dazu. Und ich kenne es ja auch, ich sag mal, wenn wir jetzt wieder in die Richtung, zum Glück ist ja erstmal vorbei, aber wieder in die Weihnachtszeit kommen, ne, wo wir die Preiselbeeren dann auch gerne auf Gans etc. pp. Haben, ne, oder Ente, ist es ja auch gern gesehen. Aber hier auf Schnitzel, ich muss sagen, geschmacklich geil, sowohl Schwein, was überhaupt nicht trocken ist, frisch geklopft, so schmeckt es, als auch jetzt das Hähnchen, wobei man auch eher denken könnte, Hähnchen wäre trockener, aber sie haben es wirklich geschafft, das Hähnchen ein bisschen dicker zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis hier bei dem. Es ist nämlich ein bisschen dicker als das Schweineschnitzel, was eher klein ist und dadurch nicht trocken, sondern eher saftig. Wie gesagt, ich feiere gerade wirklich das Ganze hier mit diesem, ich sag mal, Gurken gemischten zur Rahmsalat. Weil es dadurch nochmal frischer schmeckt. Aber wie gesagt, mit einer anderen Soße könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen. Wie gesagt, Schnitzel kämme ich mich ganz gut voran. Bis unten nachher die Beilagen, die Kartoffeln kommen. Aber das in einer Stunde für 5 Personen, Halleluja, meine Lieben. Also selbst wer das zu zweit schafft, da ziehe ich meine Käppi vor. Nicht mal nur, da meine Käppi. Schauen wir mal, wie wir weitermachen. Meine Lieben, wieder ein bisschen Zeit ist vorbei und ich wollte mit euch mal einfach wieder ins Cordon Bleu gehen, weil ich hier gerade wieder so ein Stückchen Käse hatte, was sich einfach wieder so ein bisschen faszinierend für mich angefühlt hat, wie lang einfach mal wieder hier der Käse ist und dadurch, dass wir natürlich diese richtig, richtig geile Wärmeplatte haben, man sieht, oh, es dampft immer noch, ist es richtig schon heiß. Ich konnte es teilweise gerade noch nicht anfassen und hier sehen wir es wieder, der schöne Käse, der wieder hier so schön um unser Schnitzel kommt, heiß, frisch, saftig, deftig. Oh. Was will man mehr? Was will man mehr? Also, so kann man auch wirklich noch sagen, nach einer halben Stunde, auch wenn man sich mit mehreren Leuten gönnt, schmeckt es immer noch geil und frisch. Oder wie wir jetzt, dass wir sagen, nach einer Stunde kann man sich das Ganze immer noch gut gehen lassen. Geil. Geil, geil, geil. Ich muss immer noch sagen, ich bin weiterhin geflasht von der Panade, sei es dem Schweineschnitzel, sei es auch jetzt im Hähnchen oder tatsächlich auch hier im Cordon Bleu. Klar, da ist sie natürlich wieder, wie ich es am Anfang sagte, ein bisschen saftiger. Nicht ganz so kross durch den Käse durchschinken, aber ich habe mal den anderen Zusatz wie jetzt gerade. Schöne Spielerei. Wie gesagt, so eine Platte hätte ich gerne früher mit meiner Familie bestellt. Zum einen, weil ich dann viel was zu essen hätte und zum anderen, weil ich gerne mit Essen als Kind auch gespielt habe. Ja, wie auch heute. Also mein Lieben, in die zweite Hälfte. Fein geht. Minuten haben wir noch und dementsprechend seht ihr das, der Berg der Schnitzel, das Schnitzelpfandl, wird immer kleiner. Aber, was ich auch gesagt habe, jetzt ist so langsam der Punkt, dass man merkt, so nach 40, 45 Minuten
So, es geht jetzt in die Richtung, ich glaube, bis maximal eine Stunde. Länger macht es, glaube ich, keinen Sinn, das ganze Ding auch zu essen, auch als Challenge, weil es dann einfach geschmacklich einen nicht mehr abholt. Weil jetzt ist es tatsächlich noch so, wenn ich mit euch noch hier mal so in das Schweineschnitzel reingehe, man hört noch richtig, wie kross das Ganze ist, obwohl es schon jetzt gefühlt 45 Minuten hier liegt und immer dadurch noch saftig ist. Unabhängig davon, dass wir uns hier vorne auch mal wieder so eine Zitrone drüber machen können. Dann mal wieder so ein Stückchen abschneiden, reingehen. Ja, da hat man wieder noch mehr Juicy-Erlebnis. Aber es bleibt weiterhin natürlich ein riesen Berg voller Schnitzel. Also hätten wir jetzt nicht heute schon, ich sag mal, eine Challenge, glaube ich, im Petto, die Pastrami-Challenge, dann glaube ich, wäre das Ganze vielleicht auch für mich machbar gewesen. So ist es, glaube ich, wirklich ein Ding, wo ich sage, privat fragen mich immer viele, zu zweit hätte ich da mega viel Spaß dran und das Ganze würde mir auch richtig gut munden. Schade, dass es keine Double-Tag-Team-Challenge bei dem Ding gibt. Ich bin mal gespannt, wer von euch sich da mal alleine rantraut, wer vielleicht das Ganze auch mal schafft. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch, denn knappe 20 Minuten haben wir noch. Wir gehen rein. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Ihr seht's, der Schnitzelturm wird weniger, wird machbar. Mal schauen, ob wir das Ganze wirklich doch noch in den letzten 10 Minuten schaffen. Boah, es ist noch ordentlich an Cordon Bleu dran. Ich glaube, die Hähnchenschnitzel haben wir tatsächlich jetzt alle geschafft. Schweineschnitzel müsste jetzt, glaube ich, noch 1,5 drauf sein. Und Cordon Bleu jetzt noch ein ganzes. Und dann sind es nur noch gefühlt die Beilagen. Nur in Anführungsstrichen. Aber die Schnitzel nähern sich dem Ende. Es gibt noch weiter ein bisschen Gas. Aber auch hier wird es nicht nur vom Schmatzen, wird es nicht nur vom Geschmack, sondern auch von der Zeit. Langsam knapp. Und vor allem, ich habe Durst, mein Lieben. Ich habe schon gefühlt 2 Liter hier getrunken. Also ich habe schon 4 von diesen Gläsern weg, weil es so durstig macht. Klar, Pastrami-Ding von Morgen kommt natürlich auch noch mit dazu, aber hallo, mein Lieben. Das riecht schon nach einem süßen, duftenden Abschluss. Mal schauen, was Wien da hier wieder für uns gleich parat hat. Aber Concentration, mein Lieben, Concentration. So, meine Lieben, die eine Stunde ist um und damit auch unsere XXL Schnitzelfandelzeit für die erste Challenge, die hier abgelegt wurde. Ich hole euch mit euch, weil das wollte ich mit euch mal zusammen machen. Ich sag mal, das kleine, aber feine Schwertspieß von der Schnitzelfandel hier raus. Da tun wir mal hier hinter. Ich habe gerade richtig Probleme in den letzten Minuten gehabt zu kauen, bis einer von euch im Livestream eine absolute Gamechanger-Idee hatte. Wenn ihr euch erinnern könnt, am Anfang habe ich gesagt, für mich gehört es überhaupt nicht, die Preiselbeeren oder ich sag mal geschmacklich mit dem Schnitzel. Jetzt, nach einer Stunde, nachdem ich sag mal das Kauen, nachdem der Geschmack herzhaft, echt schon sehr eintönig wurde, das Essen immer schwieriger aufgrund des Speichels, dieser Geschmack mit dieser Preiselbeermarmelade dann auf einmal, das hat mich gerade auf einen neuen Geschmacksexplosionshorizont gegeben, wo ich sage, Halleluja, es erinnert mich jetzt gar nicht mehr an diese krasse Schnitzelpfanne wie vor einer Stunde, wo mein Kopf, und da sieht man mal, wie viel der Kopf ausmacht, mich auf herzhaft eingestellt hat, sondern ich fühle mich gerade wie an so einem Sonntagsbrunch, wo ich so ein geiles Schnitzelbaguette, eine Erdbeermarmelade, Konfitüre, Preiselbeer in dem Fall, esse und gefühlt gerade nicht genug davon bekomme. Weil Schnitzel auch kalt in dem Fall gut schmeckt. Also das, Leute, kein Scheiß. Am Anfang war ich kein Fan davon. Jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich mache diese Preiselbeer-Dip jetzt noch leer mit dem einen oder anderen Schnitzel. Weil es mich gerade geschmacklich so auf ein anderes Level bringt, ne? Aber das ist gefühlt schon jetzt so ein halber Nachtisch. Absoluter Wahnsinn. Also jetzt kann ich alle verstehen, die mir sagen, Preiselbeer, da sind mit dabei, geil. Absolut geil. Also, tolle Challenge, sehr, sehr schwer. Bezweifle ich, dass viele das schaffen in einer Stunde. Also ich fand es sehr, sehr schwer. Klar, mit einer Challenge jetzt im Vorhinein. Aber was wir auf jeden Fall geschafft haben, die größte Bestellung hier, kulinarische Wienreise, eine neue Geschmacksexplosion, eine neue Erfahrung, die ich jetzt hier gewonnen habe am Ende mit Preiselbeeren.
was ich am Anfang noch nie hatte. Also, geil, ihr seht, ich habe Spaß, es hat gut geschmeckt. Die Stunde haben wir leider nicht geschafft. Viel Schnitzel, aber meine Lieben, damit gehen wir in die erste Vorbereitung. Und was als nächstes kommt, vielleicht sogar mit Erdbeer oder Schoko, was auch immer, ist natürlich ein süßer Abschluss auch hier. Ich bin gespannt, was Wien, was Grätzl Holger auch da zu bieten hat. Bisher 1A mit Sternchen. Ja. Oh. Mahlzeit. Dankeschön. Gerne. Danke, danke. Also meine Lieben, viele von euch haben es sich gewünscht und ich glaube, damit ist es auch ein Dessert, was natürlich im Rahmen unserer Wien-Reise nicht fehlen darf. Ein Kaiserschmarrn aus Wien. Ihr wolltet es haben, es gab hier so viele Sachen, Palatschinken etc. pp. Auch ich bin ja auch immer für ein süßes, eiskalt, aber ihr wolltet den Kaiserschmarrn, den gibt es. Und da bin ich gespannt, wie der uns jetzt mundet. Das, was ich mir nicht nehmen habe lassen, ist natürlich die Preiselbeeren, weil ich habe gerade ja mitbekommen, dass es das mit Zwetschgen gibt. Aber ich wollte, oh, er ist so fluffig, ich wollte mir die Preiselbeeren nicht nehmen lassen, mein Lieben. Boah. Boah. Fluffig am Dampfen, heiß. Oh wow. Mit Rosinen sieht man, auch wenn es nicht viele sind, aber mit Rosinen. Oh. Wow. Der ist selbst gemacht. Oh, schmeckt der lecker. Der ist toll. Tolles Erlebnis gerade. Ohne den Dressing gerade. Wow. Wow, meine Lieben. Machen wir uns mal Zwetschgen oben drüber. Gehen wir mal rein mit den Zwetschgen. Riesenstück Kaiserschmarrn, auch hier am Dampfen. Gar nicht süß, die Zwetschgen. Gar nicht süß, überhaupt nicht. Und jetzt kommt das zum Tragen, was ich gerade gesagt habe, fehlt mir ein bisschen. Schön kalt die Zwetschgenmarmelade, Soße, was auch immer. Und dadurch harmoniert das gerade so krass mit dem Kaiserschmarrn. Wow, was für ein tolles Essen. Wow, was für ein tolles Feeling gerade. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, mal in Kombination mit den Preiselbeeren. Preiselbeeren oben drüber. Rein in die Preiselbeeren. Boah, hat auch was. Hat auch was. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich jetzt gerade den Kaiserschmarrn bevorzuge mit den Zwetschgen oder ob ich tatsächlich gerade sage, weil ich einfach von diesen Preiselbeeren gerade so ein bisschen überwältigt bin, oft mit den Schnitzel gerade, ob ich gerade Preiselbeeren bevorzuge. Aber das ist gerade Jacke wie Hose, weil beides geil schmeckt. Ich glaube, es sind trotzdem die Zwetschgen. Die schmecken dann doch noch mal ein bisschen harmonierter mit dem Kaiserschmarrn. Aber Leute, boah. Meine Lieben, wir werden es jetzt ganz dreckig machen, habe ich mir gerade überlegt. Jetzt gibt es hier keine Barben mehr. Jetzt wird hier alles leer gemacht. Bis zur letzten Schüssel, bis zur letzten Preiselbeere, bis zum letzten Zwetschgen. Alles rein da. Die Sonne soll jetzt noch eine Woche in Wien scheiden. Wir werden wild, wir werden dreckig. Rein geht's in das Wiener Kaiserschmarrn-Spektakel vom Grätzl Holger. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und damit rein ins letzte Spektakel, der letzte Abschluss. Nummer 4. Und schmeckt's dir? Oh, schau. Sehr gut. In dieser Sekunde kam man, wollte mir schon den Teller abnehmen. Ihr habt gesagt, stopp, halt, das muss ich noch genießen. Oh, scheiße, war das geil jetzt zum Abschluss, meine Lieben. Rein in den nächsten Kaiserschmarrn. Holt die Grätzl Holger Karte raus. Geil, also absolut geil. Meine Lieben, hat mich gefreut. Tolles Essen, tolles XXL-Fundel, toller Abschluss, tolle kulinarische Reise. Wien, I love you. Kommentiert, liked es ganz gerne, wo wir in Zukunft mal hier hingehen sollen. Für mich Schnitzel, absolut geil. Neues Erlebnis mit der Preiselbeersoße, Wiener Kaiserschmarrn. Dafür komme ich wieder, auch mit Zwetschgen oder Preiselbeeren. Wir haben was Neues erfunden. Danke fürs Zuschauen. Danke für den ganzen Support. Unsere Wien-Reise geht natürlich noch mit den nächsten Videos weiter. Challenges, XXL-Gerichte und Tastings. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem Grätzl Holger. Ciao, ciao.